BMW Z1 ist heute unser Projekt. Wir wollen einmal zeigen, wie man mit dem Nubuck Fresh so ein ausgeblichenes Nubuck-Leder, also ein Leder, was an der Oberfläche angeschliffen ist. Also das ist ein Kuhleder, was an der Oberfläche angeschliffen ist, ein Nubuck oder umgangssprachlich auch Wildleder genannt. Das bleicht aus in der Sonne und das färben wir heute mit dem Nubuck Fresh einmal nach. Reinigen vorher, dann Nubuck Fresh mit dem Schwamm auftragen und anschließend mit Imprägnierung und Anilin-Protektor pflegen. Ja, ganz kurz, wir haben die Sitze ausgebaut. Das geht relativ einfach bei dem Fahrzeug. Man kann die Sitze nach vorne klappen, auch wenn es hinten keine Sitzmöglichkeit gibt. Man kann die aber nach vorne klappen, da gibt es extra einen Hebel für und dann gibt es halt hinten zwei Schrauben, vorne zwei, also hinten rechts und links zwei, vorne jeweils eine Schraube. Rausschrauben, fertig. Interessant ist vielleicht noch Mittelkonsole. Da ist nur eine Schraube hier. Ich gehe mal hier ran. So, das sitzt ja hier so drauf. Da ist hier hinten eine Schraube, die lösen, dann kann man das rausziehen. Und dann kann man auch den Sack von der Handbremse nach vorne ziehen. Hier ist eine Klammer drüber, die kann man lösen, abziehen. Und dann oft die Frage, wie kriege ich den Schaltsack ab? Bei dem Fahrzeug, wie so oft bei BMW, ein kräftiger Ruck nach oben und er ist ab. Und wenn man es wieder drauf macht, einmal kräftig nach unten drücken, dann ist er wieder drauf. Ja, das macht Sinn, das einmal auszubauen, weil dann muss man halt nicht großartig rumkleben und das dauert eine Viertelstunde, 20 Minuten, hat man die Sitze draußen und auch die Mittelkonsole. Ja, überall, wo keine Farbe hin soll, werden wir es einmal mit dem Klebeband abkleben. Nubuck Fresh kann man sehr einfach abwischen auf Glattleder und auf Kunststoffteilen, aber trotzdem macht es Sinn, das einmal ein bisschen abzukleben, um sauber zu arbeiten. Erster Schritt, Lederschleifpad, alle Flecken, alles was Patina ist, einmal abschleifen. Bei den Nähten einmal aufpassen, dass man die nicht aufraut, also da nicht zu lange drüber schleifen oder vorsichtig rangehen. Im Zweifel abkleben kann man sie auch, aber einfach ein bisschen vorsichtig sein und das Abkleben hier ist halt auch wichtig, dass man das Camouflage-Leder nicht zerkratzt. Ja, der Schleifstaub muss einmal runter, bevor wir entfetten. Und das kannst du mit einer Kleiderbürste machen oder mit unserer Colorlock Lederreinigungsbürste. So, nach der Bürste sollte man nochmal mit dem Tuch rüberreiben, dass man wirklich allen gelösten Staub, wie man hier schön sieht, runterbekommt, bevor man mit dem Fresh weitermacht. Nächster Schritt. Entfetten, Lederreinigungsbenzin ist eine Möglichkeit oder unser neues Produkt, der Entfetter, englisch Degreaser. Nicht zu nass arbeiten, wirklich nur einmal oberflächlich rüberwischen. Den Entfetter gut trocknen lassen und dann geht es mit Nubuck Fresh weiter. Wir haben die Farben von BMW bei uns im Archiv. Wir können die Farbe anfertigen für euch oder, wenn das eben kein BMW ist, sondern ein anderes Fahrzeug oder eine Garnitur oder wie auch immer, dann Muster einschicken und dann fertigen wir das Fresh passend dazu an. Ja, wenn das Nubuck Fresh trocken ist, dann kann man ein zweites oder ein drittes Mal auftragen.
je nachdem, wie viel Farbsättigung man haben möchte. Man sollte es aber nicht übertreiben, weil irgendwann würde man die Fasern verkleben und das möchte man eben nicht. Und ein zweimaliger Auftrag ist so unsere Empfehlung und reicht nach meiner Erfahrung auch meistens völlig aus. Dann mit dem Lederschleifbett nochmal alles wieder aufstellen, die Fasern wieder schön ein bisschen locker machen, damit man wirklich ein schönes Nubuck hat. Natürlich nicht übertreiben, dass man nicht zu viel runterholt, ein bisschen gleichmäßig das aufschleifen und dann werde ich gleich mit dem Mikrofasertuch oder einem anderen Tuch den Staub einmal runterholen und wenn ich das gemacht habe, sprühen wir die Imprägnierung drauf. Achtet auf eine gute Durchlüftung. Es ist eine Imprägnierung. Wischt hier auf dem Glattlederbereich, also das Camouflageleder ist alles wieder ab, auch von den Teilen, von den Kunststoffteilen oder klebt eben ab. Das werden wir jetzt tun. Ja, alles wieder eingebaut, Sitze drin, Mittelkonsole, alles wieder drin und vielen Dank an Alessandro, dass er hier tatkräftig unterstützt hat an der Stelle. Und dann kurz zu den Verbräuchen: 4 bzw. 5 Schleifpads habe ich verbraucht, 2 Polierpads habe ich gebraucht, ein paar Tücher haben wir gebraucht, 150 ml Nubuck Fresh haben wir gebraucht in diesem Anthrazit für diesen Z1 hier. Wir haben so 50, 60 Milliliter Entfetter verbraucht. Das war eine 150 ml Flasche, die ich hatte. Da ist noch so, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte ist da noch drin. Und eine Dose Imprägnierung allerdings. Ich bin zweimal drüber gegangen über alles mit der Imprägnierung, damit das wirklich schön geschützt ist. Man kann es pflegen mit Anilinprotektor, habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich das erst machen möchte, wenn das Auto das nächste Mal zur Unterhaltspflege kommt. Und ja, wie so oft, alle 6 Monate sollte man das machen. Einmal abstauben und dann mit Anilinprotektor einpflegen und Imprägnierung hinterher. Vielen Dank, viel Spaß beim Nachmachen. Wie gesagt, nicht nur beim Z1 ist das möglich, sondern bei jeglicher Art von Nubuck. Egal wo das Nubuck-Leder ist, kann man das machen. Und wenn es Fragen gibt, bitte unten in die Kommentare rein oder direkt ans Lederzentrum anrufen, E-Mail schreiben, was einem lieber ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.